Eines frühen Morgens verließ ein Mann namens Markus seine Hütte in den Wäldern des Banff-Nationalparks in Alberta, Kanada. Er trug einen Campingrucksack und hatte vor, wie üblich die Wildnis zu erkunden. Als die Morgendämmerung anbrach, hörte Markus ein schrilles Geräusch, das durch die Bäume hallte. Der Schrei ließ ihn innehalten, sein Herz hämmerte vor Vorahnung, dass etwas Schlimmes passieren würde. Er stellte seinen Rucksack am Fuß des Baumes ab und ging langsam auf das Geräusch zu. Als Markus die Büsche beiseite schob, bot sich ihm ein Anblick, der ihn sprachlos machte. Auf der Lichtung lag ein großer Fuchs flach auf dem dünnen Schnee und rang nach Luft. Sein orangerotes Fell war mit Schlamm verschmiert, seine Augen müde und fast leblos. Der Fuchs steckte in einer Eisenfalle fest, seine Beine waren festgeklemmt. Aufgrund seines Aussehens vermutete Markus, dass das Tier nach stundenlangem Kampf erschöpft war. Plötzlich verstand er, in welch schrecklicher Lage sich der Fuchs befand. Dennoch fürchtete Markus, gebissen zu werden, je näher er kam. Der Fuchs knurrte schwach und sein Fell stellte sich auf, was auf instinktive Verteidigung hindeutete. Aber er erkannte, dass es eher Angst als der Wunsch war, anzugreifen. Spannung lag in der Luft, Markus trat einen Schritt zurück, um das Tier nicht zu provozieren. Dabei fiel ihm ein ungewöhnliches Detail auf: Bei dem Fuchs handelte es sich tatsächlich um eine Fuchsmutter. Sein Bauch hing schlaff herab und seine Milchdrüsen waren mit Milch gefüllt. Das bedeutet, dass irgendwo in der Nähe ein Fuchsjunges auf die Rückkehr seiner Mutter wartet. Wenn die Fuchsmutter nicht überlebt, werden die Fuchsjungen ausgesetzt und haben Schwierigkeiten zu überleben. Markus war sich bewusst, dass die Zeit kostbar war und er die Fuchsmutter schnell retten musste. Er wusste auch, dass in die Enge getriebene Wildtiere sehr gefährlich sein können. Die Beinwunde des Fuchses blutete noch immer, wodurch er an Kraft verlor. Wenn Markus nicht handelt, könnte die Fuchsmutter jeden Moment verschwinden. Der Gedanke an die schwachen Fuchsjungen machte ihn mutiger. Markus ist ein ehemaliger kanadischer Militäroffizier und verfügt daher über Erfahrung in Erster Hilfe und Überleben. Er war entschlossen, diese Situation nicht zu einer Tragödie werden zu lassen. Ihm war klar, dass jede Sekunde wichtig war, also holte er tief Luft, um seinen Mut zusammenzunehmen. Zuerst versuchte er, den Schwanz des Fuchses leicht zu berühren. Es begann leicht, hatte aber nicht mehr die Kraft, laut zu schreien. Markus sah, dass es Zeit zum Handeln war und kniete neben dem Fuchs nieder. Vorsichtig hielt er den Kopf des Fuchses mit einer Hand fest und verhinderte, dass dieser sich umdrehte und ihn biss. Mit der anderen Hand versuchte er, den Hebel zu drücken, um die Metallfalle zu öffnen. Doch die Falle war verformt, wahrscheinlich weil der Fuchs heftig kämpfte. Markus versuchte, den Hebel zu drücken, aber es war zwecklos. Der Schweiß begann zu strömen, er sah sich nach einem Stein um, der hart genug war. Er hob den Stein auf und versuchte mit aller Kraft auf die Falle einzuschlagen, in der Hoffnung, sie aufzubrechen. Nach mehreren Versuchen löste sich der Verriegelungsmechanismus schließlich. Der Fuchs winselte leise, doch nun war sein Bein frei aus dem Griff. Der Schnee war blutbefleckt, die Wunde sah ziemlich ernst aus. Markus hob die Fuchsmutter vorsichtig auf seine Schulter und ging zu seiner Hütte, die einige 100 Meter entfernt lag. Auch wenn die Entfernung nicht weit war, war es dennoch äußerst schwierig, einen verletzten Fuchs durch bergiges Gelände zu tragen. Fast eine Stunde später kehrte er in die Hütte zurück. Sobald er eintrat, setzte er den Fuchs schnell neben den Kamin, um ihn zu wärmen. Sein Körper war unterkühlt, sein Fell nass und mit schmutzigem Schnee bedeckt. Markus öffnete den Erste-Hilfe-Kasten und reinigte die Wunde mit warmem Wasser und Watte. Mit seiner medizinischen Ausbildung desinfizierte und verband er die Fuchsmutter sorgfältig. Nach genauerer Untersuchung atmete er erleichtert auf, da das Bein des Fuchses nicht gebrochen war. Wäre es später gewesen, hätte der Fuchs möglicherweise sein Bein verloren. Das Tier war noch sehr schwach, seine Augen waren halb geschlossen. Als es leise knurrte, wusste Markus, dass noch Leben in ihm war. Er verstand aber auch, dass sich die Fuchsmutter in einer ruhigen Umgebung schneller erholen würde. Aus Angst, dass der Fuchs in einem geschlossenen Raum in Panik geraten könnte, brachte Markus den Fuchs auf die Veranda, wo er mehr Freiraum hatte.
Er legte es auf das weiche Tuch und dachte über die Fuchsjungen nach, die irgendwo im Wald verloren gegangen waren. Markus beschloss, sie sofort zu suchen. Aber wo jetzt finden? Der Wald ist riesig und Fuchsjunge entfernen sich normalerweise nicht weit von ihren Höhlen. Er verließ die Veranda und begann mit seiner Suche. Dank seiner Geländekenntnis und Erfahrung im Spurenverfolgen fand Markus nach und nach kleine Hinweise. Winzige Fußabdrücke im Schlamm und Schnee gaben ihm eine Ahnung, wo sie sich verstecken könnten. Nachdem er eine Weile gefolgt war, entdeckte er eine flache Höhle unter den Wurzeln eines alten Baumes. Drinnen war es dunkel und ein stechender Tiergeruch strömte aus. Markus vermutete, dass dies der Ort sein könnte, an dem die Fuchsmutter ihre Jungen versteckte. Es war jedoch nicht einfach, in die Höhle zu gelangen, um das Fuchsjunge zu retten. Es ist nicht bekannt, ob sie Fremde akzeptieren, insbesondere ohne ihre Mutter. Aber er konnte nicht zögern, denn die Fuchsjungen brauchten ihre Mutter und sie brauchte ihre Jungen. Markus versuchte, leise zu rufen und das leise Rufen eines Fuchses zu imitieren. Zuerst kam keine Reaktion, nur das Pfeifen des Windes in den Bäumen war zu hören. Er rief erneut, länger, mit einem leicht erstickten Geräusch wie ein Fuchsjunges. Plötzlich streckte ein winziges Fuchsjunges seinen Kopf heraus, seine Augen waren vor Angst verstohlen. Es stieß einen schwachen Schrei aus, wahrscheinlich war es sehr hungrig. Als hätten sie mehr Mut bekommen, krochen auch die anderen Fuchsjungen nacheinander heraus. Als Markus sah, wie sie zitterten, zog er seinen Mantel aus und deckte die Fuchsjungen leicht zu. Er wusste, dass er sie mit nach Hause nehmen musste, damit sie ihre Mutter sehen konnten, aber wie konnte er sie alle gleichzeitig im Arm halten? Er nahm einen großen Stoffbeutel und legte die 4 Fuchsjungen vorsichtig hinein, damit sie es warm hatten. Dann überprüfte er den Bau noch einmal, ob noch andere Fuchsjunge da waren. Markus lag dicht am Boden, kroch vorsichtig hinein und beobachtete alles genau. Zum Glück waren keine mehr drin. Er umarmte die Fuchsjungen sofort und kehrte zur Hütte zurück, in der Hoffnung, dass sie bald wieder mit ihrer Mutter vereint wären. Als sie sich der Veranda näherte, wurde die Fuchsmutter durch das Wimmern ihrer Jungen sofort aufgeschreckt. Als die Fuchsmutter das vertraute Geräusch hörte, sprach sie mit heiserer Stimme, als würde sie ihr Kind rufen. Markus stellte seine Tasche ab und holte die Fuchsjungen einzeln heraus. Der Blick der Fuchsmutter wurde sanfter, als würde sie ihr Kind erkennen. Er wartete ängstlich, weil er befürchtete, dass der menschliche Geruch die Fuchsmutter dazu veranlassen könnte, ihre Jungen zu verstoßen. Aber zum Glück fing sie an, jedes einzelne zu lecken und zu beschnuppern und ließ sie dann saugen. Markus war von dieser Wiedersehensszene tief bewegt. Er erkannte, dass auch Fuchsmütter Nahrung brauchen, um Milch für ihre Jungen zu produzieren. Also ging er jeden Tag in den Wald, um Fische zu jagen, und suchte gelegentlich nach frischem Köder, den er mitbringen konnte. Dank regelmäßiger Pflege erholte sich die Fuchsmutter allmählich und ihr Fell wurde glatter. Ein paar Tage später ging es ihr wieder so gut, dass sie über die Terrasse gehen und mit ihrem Kind herumlaufen konnte. Eines Morgens wachte Markus wie üblich früh auf und stellte fest, dass auf der Veranda keine besonderen Gäste waren. Er verstand, dass die Fuchsmutter ihre Jungen zurück in die Wildnis geführt hatte und ihm warme Erinnerungen und schöne Erinnerungen an die Freundlichkeit zwischen Mensch und Tier im Banff-Nationalpark hinterlassen hatte. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.